Good morning an Tag 6. Ja, bei uns sieht es so aus. Und wir haben das Zelt gestern Abend ja hier im Flur aufgebaut, wo es anfing zu regnen. Weil das war jetzt ja auch das erste Mal, dass es geregnet hat und dann auch noch zu Zeiten, wo man das Zelt aufbaut. Wir waren noch spät dran. Wie spät war es gestern? 9 Uhr, halb 10? Halb 10. Ja, wir sind noch weit gelaufen auf dem ACT gestern, nachdem wir ihn erreicht haben. Und haben aber auch noch gekocht, gut gegessen, war auch lecker gestern. Ja, und hatten dann eher eine bescheidene Nacht, da es doch hier abfälliges Gelände ist. Hier geht der Berg halt runter, da zum See. Und so hatte man nachts auch gut zu kämpfen, dass man die Position hält. Das raubt dann immer ein bisschen den Schlaf. Jetzt sind wir schon zu 50% wieder umgezogen. Versuchen jetzt das Chaos zu bewältigen. Hier hängt der nächste Kram. Da oben sind übrigens unsere Socken, die nicht gerade trocken sind. Und dann würden wir sagen, jetzt geht's los. Hinein in Tag 2 auf dem Arctic Circle Trail. Da müssen wir hin. Und das gilt es zu überwinden. Und das ist einfach alles komplett geflutet. Das heißt, keine andere Chance als mittendurch. Dann machen wir das doch mal. Soll ich vor? Gerne. Scheiße. Aber die Sonne kommt raus. Yay! Ja, und man muss halt sagen, das gehört halt auch zum Arctic Circle Trail dazu. Einfach mitten durch. Ja, aber das ist hier schon krass. Also man muss sich wirklich einstellen, dass man alle 20 Minuten sicherlich durch so eine Passage durch muss. Das bedeutet auch, nasse Füße sind einfach Alltag. Keine Chance, das zu umgehen. Man muss es einfach akzeptieren, dann ist es auch irgendwie egal. Und zu versuchen, irgendwie drumherum zu gehen, soll man A nicht, weil man natürlich die Vegetation drumherum zerstört, und B, ist es da auch überall nass. Also am besten durch die Mitte durch. Da gestern Abend ja keine Zeit mehr war, alles so chaotisch und hektisch, wollten wir jetzt noch mal so ein kurzes Fazit machen von den ersten 5 Tagen. Also man muss schon ganz klar sagen, dass das mit Abstand das Verrückteste an Off-Trail-Hiking war, was wir je gemacht haben. Also die Navigation war extrem schwierig, vor allem mit den Materialien, die wir vorliegen hatten. Die AutoActive App, die hatte irgendwie nur eine Höhenlinie, mit der konntest du gar nicht arbeiten. Ich hatte noch ein Maps 3D, das war okay, aber es war trotzdem einfach super schwierig, da durchzukommen, vor allem als wir auch noch ich glaube das war am 2. Tag, so eine Nebelfront hatten. Und es ist doch deutlich anstrengender gewesen, den ganzen Tag, für die Füße vor allem, weil du halt niemals auf glattem Untergrund läufst. Das heißt, deine Füße werden die ganze Zeit, den ganzen Tag penetriert. Wir haben auch einige Wunden und Schwellungen davon getragen. Das wird sich hoffentlich jetzt so langsam wieder abbauen. Aber das darf man halt echt nicht unterschätzen. Und wir haben auch viel länger gebraucht, als wir das kalkuliert hatten. Also locker 1,5 Tage mehr als ursprünglich geplant. Aber trotzdem, es war eine richtig geile Erfahrung. Wir wollen das auf gar keinen Fall missen. Es war ganz einmalig, so viel Zeit
am Eiscap zu verbringen, aufs Eiscap hinzuzulaufen, es immer wieder hinter den Bergen hervorblitzeln zu sehen. Das ist wirklich unbeschreiblich. Und wir waren dort wirklich in einer Natur, da war außer uns, der Flora und der Fauna und den Hügelchen nichts. Also wir waren da absolut allein. Und dieses Gefühl zu spüren, diese Ruhe, diese Weite, das ist ja unbezahlbar, unbeschreiblich. Und das ist auch sicherlich nicht für jedermann was, aber es war für uns, glaube ich, auf jeden Fall schon mal eines der Highlights hier. Und damit würden wir sagen, machen wir weiter auf dem ACT. Also sowas haben wir da nicht gehabt. Aber gut, da mussten wir auch keinem Weg folgen, sondern sind wir einfach querbeet gelaufen. Aber es ist hier wirklich krass. Es ist einfach krass. Also übrigens, da drüben ist der Weg. Hier müssen wir jetzt durch. Das ist echt der Endgegner. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, ist zwar eh schon alles nass, aber Hose hochkrempeln und dann da durch und hoffentlich die flacheste Stelle irgendwie ausmachen. Wie auch immer. Scheiße. Das ist tiefer als gedacht. Kommst du? Ja. Wir haben schon wieder so viel Glück. Blauer Himmel, Sonne. Perfekt. Also das haben wir uns gar nicht ausmalen können. Es hat bis auf heute Nacht und gestern Abend noch nicht ein einziges Mal geregnet. Und selbst heute Nacht und gestern waren das wohl eher die tief hängenden Wolken, als dass es wirklich richtiger Regen war. Oh, es tut so gut, es ist so schön. Herrlich. Ja, wir haben ihn erreicht, den See. Der ist über 20 Kilometer lang. Den werden wir jetzt auch auf kompletter Länge folgen. Wie immer wissen wir natürlich nicht, wie er heißt. Und selbst wenn wir es wüssten, können wir es wahrscheinlich nicht aussprechen. Aber wir blenden das mal ein. Und das Ziel ist jetzt für heute, den See komplett der Länge nach zu folgen. Am Ende des Sees ist das Canoe Center. Darüber hinaus wollen wir noch gehen und da dann unseren Schlafspot suchen. Und dann müssten wir eigentlich auch die 30 Kilometer für heute geschafft haben. Und das ist doch ein ganz ordentliches Ziel. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Und die Sonne scheint auch wieder. Gerade ist der Wind ein bisschen beruhigt. Herrlich. Easy. Yes. Perfekt. Und irgendwo da unten geht's weiter. Und immer weiter, immer weiter, immer weiter. So sieht übrigens die Trail-Markierung aus.
ein roter Halbkreis für den Arctic Circle und gerne auch verziert mit Geweih der Rentiere. Wow, das war stark. Krass. Also dieses Gap schaffe ich definitiv nicht. Ne, ich warte jetzt durch. Wie tief ist es? Geht so, ne? So? Ja, dann würde ich sagen, los. Fängst du mich auf der anderen Seite? Tief, ne? Also mach mal mit dem Stock, guck mal nach. Ja, passt. Ja, der Boden meine ich. Fängst du mich drüben auf? Mensch, ich hab dich gefangen. Ja. Mal wieder. War gerade irgendwie wieder nett geworden. Aber was würdet ihr denn machen? Also immer wieder die Schuhe ausziehen, irgendwo durchwarten? Eigentlich keine Option. Lederboots anziehen, die wasserfest sind? Bei gewissen Höhen kommt da das Wasser von oben rein. Oder wie wir, Trailrunner, Wasser, was schnell reingeht, geht doch schnell wieder raus und trocknet schnell. Schreibt in die Kommentare, wir sind gespannt. Das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist die Regel. Also die Ausnahme ist, wenn es mal mehr als 100 Meter normalen, trockenen Weg geradeaus gibt. Nur so. Nur so. Es ist wirklich krass. Und wenn man noch drum herum gehen kann, dann ist ja schön und gut. Aber meistens geht das nicht. So wie jetzt zum Beispiel hier. Da müssen wir mitten durch. Einfach durch. Ja. Es härtet auf jeden Fall ab. Pure... Oh shit. Okay, das ist jetzt auch neu. Das ist jetzt einfach richtig Matsche. Pure Akzeptanz. Was anderes lässt uns hier nicht überleben. Guten Abend. Es ist 10:15 und die Sonne scheint uns ins Zelt. Also total geil. Wir haben Glück nach dem Wetter des heutigen Tages mit super viel Wind. Es war eisig kalt. Immer wieder hat irgendeine Wolke durchgezogen und es nieseln lassen. Und jetzt zum Abend ist der Wind zwar eigentlich noch mal stärker geworden, aber jetzt hat er sich wieder ein bisschen beruhigt. Und die Sonne ist rausgekommen. Wir sind die ganze Zeit der Sonne entgegengelaufen und jetzt haben wir das Glück, liegen im Zelt, noch nichts gegessen, aber erstmal irgendwie aufwärmen und ein bisschen einkuscheln und genießen. Ja, ich weiß nicht, man kann noch nicht sagen, dass es der Sonnenuntergang ist, aber bald wird er kommen, in einer Stunde oder so. Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall total herrlich und goldig gelbe Sonne.
Ja, und ansonsten haben wir leider irgendwie so ein paar, naja, Wehwehchen. Weiß ich nicht, ob man das richtig formuliert, aber offene Füße und ein paar Wunden durch den ganzen Dreck, durch den wir heute laufen mussten und wahrscheinlich zu enge Socken. Also Ja, wegen Alex, dem Dreck ja nicht, ne? ja, Dreck in den Socken hat wahrscheinlich so ein bisschen gerieben Mhm. und Wunden verursacht. Zu enge Socken haben auch noch mal so ein paar offene Stellen aufgerieben. Und jetzt haben wir dich verarztet und hoffen, dass das bis morgen sich ein bisschen beruhigt. Und dann probieren wir es morgen mit anderen Socken, die vielleicht nicht so eng sind. Genau. Ja. Heute sind wir wie viele Kilometer gelaufen? 27. 27. Das ist auf jeden Fall deutlich mehr als die vergangenen Tage. Und jetzt müssen wir noch kochen, weil wir haben Hunger. Ja, so sieht's aus. Wir haben wieder vollgepackte Foodpacks dabei. Diesmal ein etwas anderes Konzept, um Platz zu sparen. Wir haben so Tracking-Fertignahrung einfach abgefüllt in Plastiktüten, die Kalorien draufgeschrieben und die Milliliter, damit wir immer wissen, na klar, wie viel Wasser brauchen wir und wie viel Kalorien essen wir. Wir haben aber nicht draufgeschrieben, was drin ist. Das heißt, das ist dann jeden Abend so eine kleine Überraschung. Manchmal sieht man es auch, weil es Nudeln sind oder so. Genau, und so haben wir hier verschiedene Abendessen. Wir haben uns pro Tag für jeden eine Snacktüte gepackt mit Nüssen, Riegeln, alles so ein bisschen klein geschnitten, Trockenobst. Das ist dann das, was es halt tagsüber gibt. Und dann gibt es noch für jeden ein Müsli. Das packen wir uns morgens immer schon in unseren Becher um. Und dann können wir das unterwegs halt einfach mit Wasser aufgießen. Und davon haben wir insgesamt 4 Pakete, also jeder 2. Und die Abendessen, die teilen wir uns dann. Wir essen meistens einen Tausender und ein 700 oder 600er. Und bei den Nüssen und bei dem Müsli hat jeder seine eigene Packungsgrößen, weil Alex einfach entsprechend mehr Kalorien kriegt als ich. Ja, und damit fahren wir bis jetzt eigentlich ganz gut. Heute war es echt kalt und sehr windig. Und jetzt haben wir so einen schönen Sonnenuntergang bekommen und haben hier einen ganz tollen Spot mit unserem Zelt. Und da wollte ich nochmal gute Nacht sagen. Bis